Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Heute möchten wir uns eine Frage stellen. Können wir Spinat im Winter einpflanzen? Ich habe eine Versuchsreihe gestartet im November. Hinter mir ist ein Gewächshaus. Im Gewächshaus ist Spinat, Winterportulak und die Vogelmiere hat sich von alleine ausgesamt. Was ist denn nach einem Monat geworden daraus? Das wollen wir uns zusammen angucken. Und werden wir überhaupt irgendwann mal im März eine Ernte haben? Das ist auch eine spannende Frage. Los geht's! Anfang November habe ich einfach die Erde begradigt im Gewächshaus. Die Tomaten und Basilikum waren die Vorkultur. Danach die Erde anfeuchten war ein sehr wichtiger Schritt. Mein Plan ist es jetzt mit Winterportulak und Spinat, 2 Kulturen, Ende Februar, Anfang März nach und nach abzuernten. Im Sommer sind einige Spinatpflanzen in die Blüte gegangen. Also habe ich eigene Samen und das nicht wenig. Der Winterportulak hat sich überall im Garten von alleine ausgesamt und ist sehr dicht. Also trenne ich die kleinen Pflänzchen und setze die am Rande vom Gewächshaus, damit die Spinatsamen dann auch gar nicht beim Keimen stören. Postelein oder Winterportulak genannt, ist eine sehr invasive Pflanze und wird die anderen Pflanzen dann auch wirklich stören. Also sehr gerne nicht so dicht irgendwo am Rande platzieren. Dieses Gemüse ernten wir von Dezember bis Ende Februar. Möchtest du mehr ernten, dann musst du dichter pflanzen. Das ist mein Fazit. Die ersten Spinatblätter sind ziemlich klein, wenn wir die ernten. Aber für einen Salat oder eine Spinatsuppe reicht das vollkommen. Dieses Mal habe ich auch keinen Gang in der Mitte gelassen und die ganze Fläche bepflanzt. Noch einmal kurz angießen und dann warten wir die ganze Woche, bis die Samen keimen und die ersten Blätter sichtbar werden. Ein ganzer Monat ist vorbei, es hat sich wenig getan, außer der Winterportulak ist größer geworden und zwischen dem Spinat sind einige Vogelmiere-Pflänzchen gekeimt. Die waren nicht geplant. Dennoch ist es toll, dass die Vogelmiere hier aufgegangen ist. Sie essen wir gerne im Salat. Aber aufgepasst, das ist auch eine sehr invasive Pflanze und hemmt im Wachstum irgendwann mal mein Spinat. Also ist der Strang von Vogelmiere 10 cm groß, muss er gepflückt werden. Aber bis dahin vergeht noch eine ganze Menge Zeit, ungefähr 1,5 Monate, bis die Vogelmiere erntereif ist. Also warten, beobachten und später zügig ernten. Der Winterportulak ist schon erntereif. Spinat ist ein Starkzehrer, also braucht er ganz viel Dünger. Dafür eignet sich die Brennnesseljauche sehr gut. Jetzt im Dezember findest du auch draußen Brennnessel. Füll in einen Eimer so viel von der Pflanze, wie es so hineinpasst, und dann gießt du das mit dem Wasser auf. Nach 2 Wochen ist die Jauche einsatzbereit. Auf 10 Liter Wasser kommt 1 Liter Brennnesseljauche. Die Spinatpflänzchen werden sehr, sehr dankbar sein. Heute gieße ich allerdings nur mit Wasser,
Wann werden denn die Pflanzen gedüngt? Da müssen die etwas größer werden. Und beim Gießen im Winter bin ich auch etwas sparsam. Einmal in der Woche eine Gießkanne mit 10 Liter reicht vollkommen. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben 3 Kulturen im Gewächshaus: Spinat, Winterportulak und Vogelmiere. Und wir haben eine Versuchsreihe draußen, ebenfalls mit Spinat, Winterportulak und Vogelmiere. Im Gewächshaus gießen wir die Versuchsreihe einmal in der Woche, draußen brauchen wir das nicht tun. Anfang Januar werden wir gemeinsam reinschauen, was ist denn schneller gewachsen. Interessant ist eure Meinung. Wie findet ihr diese 3 Pflanzenkombinationen? Und zum Schluss schauen wir uns, was ist denn aus Süßkartoffeln geworden, an. Die sind seit einer Woche im Wasser und die Knolle hat optisch sich gar nicht verändert. Wenn man unten genau hinschaut, und ich kann euch versichern, das mache ich mehrmals am Tag, kann man die ersten kleinen Wurzeln sehen. Was für ein Wunder! Diese Versuchsreihe beobachten wir auch zusammen einmal in der Woche. Da werde ich berichten, wie die Knolle sich entwickelt. Genau gesagt sind das 2 zusammen. Und wenn eine überlebt und wurzelt, da bin ich schon super glücklich. Meine Chili-Pflanze hat sich gut im Haus adoptiert. Anfang November habe ich sie ausgegraben und dann erstmal im kalten Flur positioniert. 3 Früchte sind nachgereift und 4 kleine sind gewachsen. Die Blätter haben etwas Stress bekommen. Die knipse ich aber nicht ab, sondern beobachte die Pflanze. Wie geht sie mit den Temperaturen drinnen um? Die Überwinterung von Chili-Pflanzen hat mein Interesse geweckt. Hier teile ich meine neuesten Experimente mit den Pflanzen. Auch die Verarbeitung von Obst und Gemüse in der Küche interessiert mich sehr. Für heute ist die Versuchsreihe erstmal zu Ende. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.